Verehrter Herr Landrat, Herr Schulrat, Herr Rektor, verehrtes Lehrerkollegium und vor allen Dingen nun aber ihr, die Schüler dieser Schule, die meinen Namen trägt, Jungs und Mädels. Es ist für mich ein großer Tag, hier zu sein, diese Schule zu besuchen, die nach mir genannt worden ist. Und ich muss euch ganz offen sagen, als ich in eurem Alter war, wäre mir nie der Gedanke gekommen, dass man jemals eine Schule nach mir nennen würde. Tatsache ist, dass ich mit dem Alter von 13 Jahren in der Untertertia sitzen geblieben bin, weil ich nicht in Mathematik und Physik das Ziel der Klasse erreicht habe. Ich habe mich aber zu ungefähr derselben Zeit begonnen, für Astronomie zu interessieren. Und dann geriet mir eines Tages ein Buch in die Hände, in dem ein Mann behauptete, dass man mit einer Rakete zum Mond und zu den Planeten fliegen könnte. Und ich habe dann mir dieses Buch beschafft und war entsetzt, dass es voller mathematischer Formeln war. Ich bin dann zu meinem Mathematiklehrer hingegangen und habe ihn gefragt, was ich machen könnte, um dieses Buch zu verstehen. Und da hat er gesagt, setz dich auf deinen Hosenboden und lerne Mathematik und Physik. Und ich habe diesen Rat befolgt und als ein Resultat einige Jahre später sogar die Möglichkeit gehabt, das verlorene Jahr wieder einzuholen und von der Unterprima aus mein Abitur zu machen. Sie sehen also, dass man, wenn man sich ein Ziel setzt, plötzlich auch die Inspiration und die Anregung und der Anreiz vorhanden ist, das Verlorene nachzuholen. Kurz nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, ging ich in die Lehre zu einer Lokomotivfabrik in Berlin, Firma Borsig. Und ich werde nie vergessen, wie sich mein erster Tag dort abspielte. Ich wurde hinter einen Schraubstock gestellt. Das einzige Werkzeug, was da vor mir lag, die einzigen Werkzeuge bestanden aus einem rechten Winkel und 2 Pfeilen. Und ein schnauzbärtiger Meister brachte mir ein großes Stück Eisen, etwa der Größe eines Kinderkopfs, und sagte, ich sollte einen Würfel daraus feilen. Und dann fragte ich ihn, wie groß er denn den Würfel haben wollte. Da sagte er, das macht gar nichts aus. Es kommt nur darauf an, dass alle Seiten gleich lang sind, dass alle Winkel rechtwinklig ist und dass keine Seite von dem Würfel einen Kratzer hat. Und ich sollte mal anfangen zu feilen. Ich würde schon selber herausfinden, wie groß der Würfel sein würde, der am Schluss herauskommt. Ich habe 6 Wochen an dem Schraubstock gestanden und an dem Würfel gefeilt. Und mehrere Male kam er an und verwarf meine Arbeit. Und schließlich, als der Würfel etwa so groß war, ging ein Strahlen über sein Gesicht und dachte, dieser Würfel ist in Ordnung. Ich habe später in meinem Leben nie wieder Würfel feilen brauchen, aber ich habe von diesem einen Erlebnis für mein Leben eine Lehre davongetragen, dass es absolut nichts gibt, was präzise und vollendete und gründliche Arbeit übersteigt. Auf einem Gebiet wie dem der Weltraumfahrt ist es absolut unerlässlich, dass man es ablehnt, mit irgendetwas zufrieden zu sein, das nicht das absolut Beste ist, was man herstellen kann. Es stehen bei einer solchen komplizierten Unternehmen Menschenleben auf dem Spiel, und wenn nicht jeder sein Bestes tut, dann geht es einfach nicht. Herr Landrat, Sie sagten etwas früher, dass Lernen ein lebenslänglicher Prozess ist. Ich habe auch, als ich die Schule und auch die Hochschule und die Universität verließ, nie das Gefühl gehabt, dass ich nun, wie das vielleicht in alten Zeiten einmal der Fall war, alles gelernt hatte, was für meinen Beruf nötig war. Das galt vielleicht für einen Zimmermann im Mittelalter, dass er, nachdem er seine Lehre beendet hatte, seine Meisterprüfung gemacht hat, dass er nun alles wusste, was zum Zimmermann notwendig war. Heute ist das nicht mehr so.
Heute geht der Fortschritt so schnell vor sich, dass wer auch immer zu lernen aufhört, der ist fertig mit dem Leben. Gleichgültig ob er 19 oder 90 Jahre alt ist. Das eine möchte ich, dass ihr das euch merkt, hört nie zu lernen auf. Auf dem Gebiet der Weltraumfahrt verwenden wir heute Techniken, von denen 90% nicht einmal erfunden waren, als ich ein Schüler auf der Hochschule war. Ob sich das um elektronische Rechenmaschinen handelte oder um Kreisel mit Luftlagerung oder neue Materialien, neue Verbrennungsprozesse, ja selbst neue Prozesse in der Mathematik. Die Dinge waren einfach nicht da. Und ich musste mich in viele Gebiete, die ich nie als Schüler und auch später als Student gelernt habe, sehr mühselig später einarbeiten. Und je älter man wird, umso schwerer wird das Lernen. Aber ich habe bis zum heutigen Tage nicht aufgegeben zu lernen. Und ich bin mir völlig darüber klar, dass ich zu nichts zu gebrauchen sein werde, wenn ich mal das Lernen einstelle und sage, ich habe jetzt genug gelernt. Ich möchte euch nur zum Abschluss noch eines sagen. Ich beneide euch um das Leben, das euch bevorsteht. Es passieren heutzutage alle möglichen unerfreulichen Dinge in dieser Welt, aber ich glaube, es hat noch nie eine Jugend so viele Möglichkeiten gehabt wie eure Jugend. Ihr werdet um vieles kämpfen müssen, ihr werdet immer weiter lernen müssen, aber wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr euch einer Aufgabe widmet, dann steht euch das Leben offen und noch nie hat es eine Jugend so gut gehabt. Ich beneide euch darum.